Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der sogenannten Sternpunktverschiebung. Ich werde mir die Ursachen einer Sternpunktverschiebung anschauen. Ich werde zeigen, wie man eine Anlage durchmessen kann, um festzustellen, ob die Gefahr einer Sternpunktverschiebung besteht. Und ich zeige exemplarisch, wie sich eine Sternpunktverschiebung in verschiedenen Netzsystemen auswirken kann. Zunächst erkläre ich aber noch einmal, worum es dabei eigentlich geht. Wir sehen hier einen sehr häufig vorkommenden Fall, nämlich ein Drehstromsystem, in dem mehrere Verbraucher an 230 Volt betrieben werden. Dazu sind sie natürlich an den Neutralleiter angeschlossen und auch an eine Phase, und somit liegen ja an diesen Verbrauchern jeweils 230 Volt. Diese Verbraucher liegen aber nun nicht alle an der gleichen Phase, sondern an verschiedenen Phasen. Das heißt, ich spreche hier auch nicht von einer Parallelschaltung, sondern von einer Drehstromschaltung. Dabei ist es nun äußerst gefährlich, wenn der Neutralleiter unterbrochen wird, zum Beispiel an dieser Stelle. Denn dann liegen nicht mehr unbedingt 230 Volt an den einzelnen Verbrauchern, so wie das hier durch den Neutralleiter sichergestellt wird, sondern die 400 Volt zwischen den Phasen teilen sich nun in irgendeiner Form, je nachdem, welche Widerstandswerte die Verbraucher haben, auf diese einzelnen Widerstände auf. Hier ein Bild aus einem älteren Video. Wir sehen nämlich hier genau diesen Fall, und zwar mit nur 2 Verbrauchern. Ich verlinke das Video hier oben nochmal. Wenn denn hier der Neutralleiter ausgefallen ist, liegen die beiden Verbraucher, die hier betrieben werden, nun nicht mehr jeweils an 230 Volt, sondern tatsächlich zwischen 2 Phasen und somit an 400 Volt. Die 400 Volt teilen sich nun auf diese Widerstände auf. Am größeren Widerstand fällt die größere Spannung ab. Und somit ist die Spannung an diesem Verbraucher viel zu groß, denn der Verbraucher ist ja für 230 Volt ausgelegt und nicht, wie in diesem Fall nun vorhanden, für 267 Volt. Wie gesagt, in einem älteren Video von mir habe ich das genau hergeleitet. Das Kernproblem dabei ist nun mal, dass der Neutralleiter ausgefallen ist. So eine Neutralleiterunterbrechung kann in jeder Anlage auftreten, zum Beispiel einfach dadurch, dass man, wie hier im Bild zu sehen, eine Messung durchführt und dabei die Kontakte mechanisch belastet. Sind die Klemmen nicht mehr in Ordnung, weil sehr alt, so kann es dabei durchaus vorkommen, dass der Neutralleiter dabei gelöst wird. Außerdem kann es ja sein, dass nicht aufgrund von Alterung diese Klemmen nicht mehr richtig sitzen, sondern dass sie einfach lose sind, weil sie von Anfang an nicht richtig festgezogen worden sind. Oder aber es gibt schlicht und einfach Klemmfehler oder die Leitung hat sich aus irgendwelchen anderen Gründen gelöst. Oder aber, was auch leider sehr häufig vorkommt, dass unerfahrene Elektrofachkräfte leichtsinnig mit dem Neutralleiter umgehen, die Klemmen nicht ordentlich festziehen und auch nicht kontrollieren. Oder möglicherweise sogar in einer laufenden Anlage freischalten. Das darf auf keinen Fall passieren. Ein Schutz gegen die zu hohen Spannungen, die bei einer Sternpunktverschiebung auftreten, gibt es nur in ganz wenigen Anlagen. Man müsste dafür eine sogenannte Spannungsüberwachung installieren. Das ist aber nur sehr selten und nur in Spezialfällen tatsächlich der Fall. Denn eine RCD oder auch die normalen Leitungssicherungen werden auf den Neutralleiterbruch nicht reagieren. Die Stromverhältnisse haben sich zwar jetzt in der Schaltung deutlich verschoben, wenn an dieser Stelle der Neutralleiter unterbrochen wird, die Ströme werden aber nicht extrem groß, denn sie müssen ja weiterhin durch die Verbraucher fließen. Also können die Leitungssicherungen nicht reagieren. Eine RCD reagiert auch nicht, denn der Strom, der hier in die Anlage fließt, fließt ja auch über die RCD wieder zurück, sodass auch diese diesen Fehler nicht bemerken kann. Insbesondere wenn man die Arbeiten in alten Anlagen aufnimmt, kann man sich nun wirklich nicht sicher sein, dass die Kontakte irgendwo lose sind und somit eine Sternpunktverschiebung bei den normalen Elektrotätigkeiten auftritt. Dann nimmt man die Anlage wieder in Betrieb, die Sternpunktverschiebung tritt auf und man kann im Grunde nicht mal was dafür. Wie kann man sich nun davor schützen? Naja, dazu kann man die Netzinnenwiderstandmessung ZI durchführen. Das heißt, man geht mit einem dafür konzipierten Messgerät her und misst den Innenwiderstand des regulären Stromkreises zwischen L und N. Damit messe ich ja nun den Widerstand dieses regulären Stromkreises vom Transformator über sämtliche Leitungen
zurück wieder bis zur Transformatorspule. Denn dieser Weg muss ja nun niederohmig sein, und zwar sollte in einer Steckdose im Haushalt dieser Wert maximal 1,5 Ohm betragen. Ist der größer, so deutet das da darauf hin, dass irgendwo auf diesem Weg Klemmlose sind oder durch Oxidation einen zu hohen Widerstand angenommen haben. Bei zu hohen Werten fällt häufig auch auf, dass diese Messwerte schwanken von Messung zu Messung, also zum Beispiel mal 1,1 Ohm, dann 1,8 Ohm, dann 2,3 Ohm. Das deutet sehr stark darauf hin, dass auf diesem regulären Stromweg irgendwo eine Klemme nicht mehr richtig sitzt oder oxidiert ist. Und somit ist das ein klarer Hinweis darauf, dass in dieser Anlage beim Einschalten eine Sternpunktverschiebung auftreten könnte. Um den Fehler näher abzugrenzen, kann ich natürlich nun diese Messung von allen Außenleitern zum Neutralleiter hin durchführen. Tritt nun bei allen 3 Messungen gegenüber dem Neutralleiter dieser hohe Wert auf, so liegt der Fehler wahrscheinlich am Neutralleiter. Bin ich mir nicht sicher, ob in meiner Anlage der gemessene Wert zu hoch ist oder ob der in dieser Anlage zum Beispiel aufgrund einer großen Entfernung zum Transformator so groß sein darf, so kann ich eine Vergleichsmessung durchführen, nämlich indem ich die Schleifenimpedanz messe, ZS. Diese Messung wird ja nicht zwischen L und N, sondern zwischen L und PE durchgeführt. Ist die Anlage in Ordnung und handelt es sich um ein TNCS-System, so sind diese Werte etwa gleich. Und wenn ich dann nun einen verhältnismäßig großen Wert messe, die sind aber gleich, dann ist das schon noch ein Hinweis darauf, dass die Anlage möglicherweise noch in Ordnung ist. Aber Werte weit über 1,5 Ohm sollte man so nicht mehr akzeptieren. Die Messung sollte man auch unbedingt mit einem geeigneten Messgerät zur Schleifenimpedanzmessung oder Netzinnenwiderstandmessung durchführen und nicht etwa mit einem DUS-Pol, der mir möglicherweise Durchgang anzeigt oder einfach nur die Spannung, die ich hier messe. Denn der DUS-Pol belastet den Stromkreis nicht und damit sind diese Fehlerstellen nicht identifizierbar. Denn dann wird trotz der Fehlerstelle am DUS-Pol die volle Spannung von 230 Volt auftreten und somit zeigt der DUS-Pol dann das an, was er misst, nämlich 230 Volt, ohne dass er irgendeinen Fehlerhinweis gibt. Zum Schluss schaue ich mir noch einige Beispiele an, denn der unterbrochene Neutralleiter hat je nachdem, wo er auftritt, sehr unterschiedliche Wirkungen. Ich vergleiche in diesem Fall das TNCS-System und das TT-System. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Systemen ist, dass der Schutzleiter im TNCS-System über die Erde und auch über den Pennleiter mit dem Sternpunkt des Trafos verbunden ist. Das ist im TT-System nicht der Fall. Dort hat der Schutzleiter eine Verbindung über das Erdreich zum Sternpunkt des Trafos, jedoch nicht über den Pennleiter, der in diesem Fall auch nicht Pennleiter heißt, sondern nur Neutralleiter. In beiden Fällen, vorausgesetzt er ist intakt, hat der Neutralleiter jedoch eine direkte Verbindung zum Sternpunkt. Ich stelle mir nun vor, dass an dieser Stelle der Neutralleiterbruch auftritt. Naja, und dann kommt er tatsächlich voll zur Wirkung, denn meine Drehstromanlage hat jetzt keinen Neutralleiter mehr und damit werden sich die Spannungen an den Verbrauchern verschieben und damit werden auch einige Verbraucher zerstört. Das gleiche sehe ich an dieser Stelle auch, kein Unterschied zu diesem System, tritt an dieser Stelle nun der Neutralleiterbruch auf. So wird auch hier kein Neutralleiter mehr vorhanden sein, sodass die 230 Volt an den einzelnen Verbrauchern nicht mehr gegeben sind. Das gleiche gilt für diese Fehlerstelle, die ist nun einfach ein wenig nach vorne verschoben im TT-System. Es passiert genau das gleiche, als wenn der Fehler hier oder auch an dieser Stelle auftritt. Anders ist das jetzt jedoch im TNCS-System. Liegt der Fehler weiter vorne beim Pennleiter, so habe ich zwar nicht mehr direkt das Potential des Sternpunktes auf meinem Neutralleiter liegen, aber ich habe nahezu das Potential des Sternpunktes auf dem Neutralleiter liegen, denn über diesen Weg ist immer noch eine Verbindung zum Neutralleiter gegeben. Das führt nun dazu, dass die Spannungen sich hier nicht verschieben zwischen den einzelnen Verbrauchern. Allerdings nimmt nun der Neutralleiter in meiner Anlage gegenüber Erde ein gewisses Potenzial an, denn diese Strecke ist ja nicht widerstandsfrei. Das ist also tatsächlich eine vollkommen unerwünschte Situation, die wir hier sehen.
aber die unmittelbaren Gefahren für die einzelnen Verbraucher sind nun nicht mehr vorhanden. Aber auch in den Fällen, in denen der Neutralleiterbruch, ich nehme ihn jetzt wieder an dieser Stelle an, sehr gefährlich ist, muss es nicht unbedingt gleich zu riesigen Schäden kommen. Denn wenn ich an diesen Stellen 3 gleich große Verbraucher betreibe, dann ist das System ja symmetrisch belastet und es fließt sowieso kein Neutralleiterstrom. Sobald aber nun einer dieser Verbraucher abgeschaltet wird, ist die Unsymmetrie vorhanden und damit würde die Sternpunktverschiebung hier voll zuschlagen. Es kann aber eben in einer Spezialsituation so sein, dass die Sternpunktverschiebung nicht sofort auftritt oder nur in geringem Maße und nicht sofort Zerstörungen bewirkt. Ja, soweit nochmal zum Thema Sternpunktverschiebung. Als Fazit soll hier stehen bleiben, dass eine Elektrofachkraft unglaublich sorgfältig mit dem Neutralleiter umgehen muss und die Gefahren, die mit seiner Unterbrechung verbunden sind, auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.